Der britische YouTuber Gary Stevenson behauptet, dass sich deine Eltern oder Großeltern nach dem Krieg mit nur einem Gehalt ein tolles Leben leisten und ein Haus kaufen konnten, weil es damals hohe Steuern auf Vermögen gab, insbesondere hohe Erbschaftssteuern und möglicherweise auch Vermögensteuern. Ist etwas dran an dieser Behauptung oder nicht? Mit dieser interessanten Frage wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Es scheint momentan so zu sein, dass jeder über die Besteuerung von Vermögen redet. Insbesondere natürlich linke Politiker, linke YouTuber und linksgerichtete Medien. Es wird von einer großen Ungerechtigkeit gesprochen. Es wird davon gesprochen, dass die Reichen sich auf Kosten der Armen immer mehr bereichern, dass die Reichen die Armen abzocken, dass die Reichen nicht gerecht genug besteuert werden und dass man doch jetzt dringend etwas tun muss, um an dieser großen Ungerechtigkeit was zu ändern. Ansonsten werden die Armen immer ärmer, die Mittelklasse verschwindet und nur den Reichen geht es immer besser. Wir sehen diese Debatte ja auch in Europa, ganz besonders auch in Deutschland. Auch dort wird schon lange davon gesprochen, eine Vermögensteuer einzuführen, beziehungsweise die ja vorhandene Vermögensteuer wieder zu reaktivieren, dass man die Erbschaftssteuer erhöht, dass demnächst auch Steuern auf Bitcoin und Krypto kommen, dass man möglicherweise die Abgeltungssteuer abschaffen will, dass auch Immobilien und Gold nicht mehr nach einer Spekulationsfrist steuerfrei verkauft werden können und so weiter und so fort. Wir haben ja darüber schon selbst viele Videos gemacht. Das Ganze ist natürlich aus unserer Sicht komplett transparent, komplett klar, um was es geht. Der Staat verschwendet wahnsinnig viel Geld, schmeißt Geld zum Fenster raus mit beiden Händen. Der Staat hat gigantische Steuereinnahmen, der Staat macht gigantische Schulden. Dennoch reicht das Geld nicht aus, was einfach daran liegt, dass Politiker inkompetent sind beziehungsweise gar nicht das Interesse haben, sparsam und verantwortungsbewusst mit Geld umzugehen. Wenn du selbst ein Leistungsträger bist, wenn du selbst Unternehmer bist, Freiberufler bist oder Investor bist, dann weißt du natürlich ganz genau, dass das alles totaler Quatsch ist. Es sind ja die Wohlhabenden, die Leistungsträger, die Gutverdiener, die tatsächlich gigantisch hohe Steuern in Deutschland bezahlen. Natürlich gibt es zum Beispiel bei der Übertragung von Familienunternehmen Begünstigungen bei der Erbschaftssteuer. Aber wer mal genau darüber nachdenkt, der wird ja auch realisieren, dass das nur im Sinne der Arbeitnehmer sein kann. Denn die erbschaftssteuerfreie bzw. schenkungssteuerfreie Übertragung funktioniert ja nur dann, wenn der Übernehmende zusichert, dass die Arbeitsplätze, welche es in dem Unternehmen gibt, das übertragen wird, für 7 Jahre erhalten bleiben. Auch dass die Kontinuität von Familienunternehmen in Deutschland ein wichtiger Faktor beim Wohlstand des Landes ist. Auch das werden die meisten wohl sehen. Daran ist eine Forderung daran, was zu ändern, nicht nur für den Standort, sondern natürlich am Ende auch für die Mitarbeiter solcher Unternehmen extrem schädlich. Jemand, der auch fordert, dass die Erbschaftssteuer wieder stark erhöht wird, ist der britische YouTuber und Autor Gary Stevenson. Gary Stevenson ist in der Tat eine sehr interessante Figur. Er behauptet von sich selbst, dass er in der City of London im führenden Finanzdistrikt Europas und mit New York im führenden Finanzdistrikt auf der Welt ein erfolgreicher Forex-Trader gewesen ist, und zwar für die Citibank mit jungen Jahren. Er hat es da mehr oder weniger mit mehr Glück und Verstand auf den Trading Floor geschafft, der Citibank. Er kommt aus einfachen Verhältnissen und er behauptet in vollem Brustton der Überzeugung, dass er der Top-Trader war der Citibank in seiner Zeit. Du siehst, ich lache schon, denn was er da behauptet, ist natürlich kompletter Quatsch. Manche unterstellen sogar, dass er ein dreister Lügner ist. Es gab hier verschiedene Berichte, zum Beispiel von der Financial Times, welche diese Behauptungen analysiert haben. Sie haben auch ehemalige Kollegen von Gary Stevenson gefragt und die haben jedenfalls gesagt, er war, wenn überhaupt, eine kleine Leuchte, der es nicht sehr weit gebracht hat bei der Bank. Und er hat dann irgendwann gesagt, aus moralischen Gründen hat er die Bank verlassen, weil er es nicht mehr ausgehalten hat. Er konnte die Abgründe, die ethischen Abgründe, die sich da vor ihm aufgetan haben, nicht mehr aushalten, dass letztlich hier die Banken doch die arme Bevölkerung ausnutzen. Und deshalb hat er dann die Bank verlassen und hat sich seitdem der Missionierung sozusagen hier verpflichtet. Er will sich jetzt dafür einsetzen, für mehr Umverteilung, für mehr Gerechtigkeit. Also lassen wir das mal stehen. Er hat bei der Citibank gearbeitet, das stimmt auf jeden Fall, das ist nicht komplett erlogen. Alles andere, meiner Meinung nach, komplettes Geschwurbel. Aber gut, lassen wir das mal so stehen. Mittlerweile ist er ein ziemlich bekannter YouTuber und er ist auch Gast natürlich bei vielen YouTube-Kanälen und drischt da seine linken Phrasen, eben unter anderem auch jene, die ich vorhin schon kurz erwähnt habe. Er macht aber hier
tatsächlich sensationelle Statements, setzt sich natürlich für die Besteuerung von Reichen ein, Reichensteuer, Vermögensteuer, höhere Erbschaftssteuer und die ganze Litanei, die man so auch kennt. Neulich habe ich einen Clip gesehen, ein Short auf YouTube von ihm, und da hat er doch eine Behauptung aufgestellt, wo ich mir gedacht habe, das muss ich jetzt aber doch einmal genauer recherchieren, denn er hat auch hier wieder aus dem Brustton der Überzeugung historische Vergleiche gezogen und er hat gesagt, wir brauchen auch hier, ich meine in UK, in Europa, in der westlichen Welt, wo auch immer, eine gerechte Besteuerung der Reichen und insbesondere sollen wir das über die Erbschaftssteuer sicherstellen. Nun muss man sagen, die Erbschaftssteuer ist im UK sowieso viel höher als in Deutschland, ehrlich gesagt. Aber er sprach natürlich hier vor allen Dingen auch die USA ein, wo ja die Freibeträge doch ganz enorm sind. Es sind die Freibeträge bei der Erbschaftssteuer Dutzende von Millionen möglicherweise. Und er hat gesagt, wenn wir uns historisch die Geschichte der Erbschaftssteuer anschauen, dann sehen wir gerade in Ländern wie zum Beispiel UK oder den USA, dass dort die Erbschaftssteuer zeitweise sehr hoch gewesen ist. Er sagt sogar nicht nur zeitweise, er sagt sogar für einen Großteil der Geschichte sehr hoch gewesen ist, jedenfalls der jüngeren Geschichte. Er spricht von Beträgen von 70-90% und dass das genau dazu geführt hat, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg einen solchen Boom gab. Das heißt, dass auch zum Beispiel Familien, wo es nur ein Gehalt gab, wo nur einer der Eltern gearbeitet hat, sich Urlaub leisten konnten, sich eine Immobilie leisten konnten und im Grunde so richtig den American Dream in diesem Fall leben konnten. Dann hat ja Reagan in den 80er Jahren angefangen, die Erbschaftssteuern wieder zu senken und das im Grunde dann das Ende der Mittelklasse, in diesem Fall der amerikanischen Mittelklasse, eingeläutet hat, spezifisch eben diese Sache mit der Erbschaftssteuer. Eine sehr interessante These, die er da aufgestellt hat. Ich habe mir schon in dem Moment, wo ich es angeschaut habe, gesagt, naja, Gary, das klingt ja wieder mal wie so eine Citibank-Geschichte. Ja, also da ist vielleicht irgendwo was Wahres dran, ein wahrer Kern, aber dann natürlich so extrem vereinfacht und so viele Fakten weggelassen, dass eigentlich das Ganze so nicht stimmen kann. Aber ich habe dann doch nochmal recherchiert, habe mir mal angeschaut, wie hoch eigentlich so die Erbschaftssteuersätze waren in den USA und wie die korreliert haben mit der wirtschaftlichen Entwicklung und insbesondere mit dem Lebensstandard der Mittelklasse. So, und ich werde das jetzt hier am Beispiel der USA erläutern. Das Gleiche gilt natürlich aber übertragen in gewisser Weise auch für Deutschland und die gesamte westliche Welt. Aber ich mache es hier jetzt spezifisch für die USA, weil Gary Stevenson entsprechend auch von den USA gesprochen hat und weil es am Beispiel der USA am einfachsten und am klarsten eigentlich zu erklären ist. Also, schauen wir uns zunächst mal die Geschichte der Erbschaftssteuer in den USA an. Grundsätzlich muss man wissen, dass in den USA die Erbschaftssteuer anders berechnet wird als in Deutschland. Das heißt, die Erbschaftssteuer wird nicht vom Erben gezahlt, sondern vom Nachlass des Verstorbenen. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden zum Beispiel 1 Million hinterlasse, dann wird von dieser 1 Million, bevor es überhaupt die Erben bekommen, letztlich dann von mir, von meinem Nachlass, die Erbschaftssteuer bezahlt, zum Beispiel durch meinen Nachlassverwalter, und meine Erben bekommen dann den Rest. Offiziell wurde die Erbschaftssteuer in den USA auf Bundesebene 1916 eingeführt. Erstmals gab es eine Stamp Tax 1797. Hiermit sollte der Konflikt bzw. Krieg gegen Frankreich finanziert werden. Damals wurde diese Steuer fällig bei der Übertragung von Grundstücken und von Land. Sie betrug ein paar wenige Prozent und 1802 wurde sie wieder abgeschafft. Dann gab es während der Bürgerkriegszeit in den USA, also zwischen 1862 und 1870, wiederum eine solche Steuer, um eben den Krieg zu finanzieren. Auch hier ging es um wenige Prozent. Und schließlich wurde während des Spanisch-Amerikanischen Krieges 1898 bis 1902 wiederum eine solche Steuer eingeführt mit geringen Sätzen und hohen Freibeträgen, zum Beispiel für Ehegatten. Hier muss man also ganz klar sagen, es handelt sich also hier um Notfallmaßnahmen. Hier musste temporär, insbesondere für militärische Konflikte, eine entsprechende Steuer eingeführt werden und sie wurde nach diesen Konflikten wieder abgeschafft. 1916 wurde dann tatsächlich in den USA eine Erbschaftssteuer eingeführt, und zwar auf Bundesebene. Das war nicht die einzige Steuer, es wurde auch eine Einkommensteuer eingeführt. Nicht zufälligerweise passiert das während dem Krieg. Deswegen, ich sage ja immer, ein Krieg ist immer für die Staaten eine Ausrede dafür, um Steuern zu erheben. Genauso war es auch hier in den USA. Die Erbschaftssteuer damals in den USA, als sie 1916 eingeführt wurde, betrug zwischen 1 und 10%. 1932 kam dann auch noch eine Schenkungssteuer hinzu, die auf den gleichen Regeln basiert hat. In den 1930er und 1940er Jahren, also während dem Krieg, sind dann diese Erbschaftssteuern ins Unermessliche gestiegen. Tatsächlich also bis zu 70 und 77%. Da hat Gary Stevenson also tatsächlich recht.
in den 1950er Jahren. In den 1980er Jahren wurden dann die Top-Erbschaftssteuersätze von 70% laufend weiter reduziert und schon in den 80er Jahren gab es einen Freibetrag von 600.000 US-Dollar, was natürlich dazu geführt hat, dass die meisten keine Erbschaftssteuer bezahlt haben. Ab 2001 wurden dann die Freibeträge dramatisch erhöht und gleichzeitig auch die Steuersätze reduziert. 2001 war der Freibetrag 675.000, 2009 war er schon 3,5 Millionen Dollar. Gleichzeitig wurde der Steuersatz auf 45% reduziert. 2010 wurde die Steuer dann in den USA komplett ausgesetzt, um kurz danach wieder eingeführt zu werden, diesmal aber mit einem 35% Spitzensteuersatz, aber einem Freibetrag in Höhe von 5 Millionen. Zwischen 2010 und 2020 dann insbesondere seit Trump. Nun beträgt der Freibetrag 13 Millionen, für Verheiratete sogar 26 Millionen US-Dollar. Nach wie vor 40% Spitzensteuersatz. Also, das sind natürlich jetzt wahnsinnig hohe Beträge, aber jetzt kannst du mir überlegen, was jetzt jemand macht wie Elon Musk, wie Mark Zuckerberg oder sowas, die ja Vermögen haben, die weitaus größer sind als diese 26 Millionen. Aber wie gesagt, das ist eine andere Frage. Heutzutage in den USA bezahlen nur 0,1% der Familien diese Erbschaftssteuer, aber auch 1976 haben nur 7% der Familien Erbschaftssteuer bezahlen müssen. Also das einmal der historische Kontext, wie hoch waren diese Steuern, und Gary Stevenson hat diesbezüglich recht, wobei man sagen muss, dass natürlich tatsächlich für den Großteil der Geschichte es erstens keine Erbschaftssteuer gab, zumindest in den USA nicht. Zweitens, selbst die Periode, in der es eine sehr hohe Erbschaftssteuer gab, das sind im Grunde genommen nur 30, 40 Jahre, nämlich letztlich seit dem Zweiten Weltkrieg bis dann in die 80er Jahre, bis dann die Erbschaftssteuer wieder dramatisch gesenkt wurde. Also, was auf keinen Fall stimmt, ist die Behauptung von Gary Stevenson, dass für einen Großteil der jüngsten Geschichte es gigantisch hohe Erbschaftssteuern gab und diese dann irgendeinen Effekt haben. Das ist faktisch nicht korrekt. Wir haben es gesehen, selbst vor 1976 haben nur 7% der Familien Erbschaftssteuer bezahlt, danach sogar nur 0,1%. Natürlich gab es auch damals Wege, wie man der Erbschaftssteuer legal entkommen konnte, wobei, wie gesagt, darauf will ich jetzt nicht eingehen, das ist dann mal ein separates Video. Kommen wir jetzt eigentlich zu der These, was diese Erbschaftssteuern so volkswirtschaftlich tatsächlich für eine Wirkung hatten. Gary Stevenson behauptet ja, dass der sogenannte American Dream tatsächlich nur möglich war wegen dieser hohen Erbschaftssteuer. Und was ist der American Dream? Was ist so der American Dream? Nun, also jeder hat seine eigene Sichtweise, aber vielfach wird das natürlich so beschrieben, dass man eine Familie hat, Mann, Frau, 2 Kinder, nur einer der Ehepartner muss arbeiten, vielleicht wollen beide arbeiten, aber streng genommen muss nur einer arbeiten. Ein Einkommen reicht. Man kann sich eine Immobilie leisten, man hat ein Auto, man hat ein schönes Leben, man kann in Urlaub gehen. Und ich muss dazu eben nicht studiert haben. Ich kann dazu schlicht und ergreifend Automechaniker sein, ich kann Beamter sein, irgendeinen normalen Job haben und kann mir dennoch ein gutes Leben leisten. Aber hat das tatsächlich irgendwas mit der Erbschaftssteuer zu tun? Also der erste Grund, warum das nicht so ist, und das gilt übrigens auch für die Vermögensteuer, der ist der, dass im Grunde genommen der Anteil dieser Steuern, selbst dann, wenn sie hoch waren, am Gesamtsteueraufkommen des Staates sehr, sehr gering ist. Schauen wir uns das Beispiel der USA an. Selbst zu der Zeit, als relativ viele Familien, nämlich 7% der Familien, diese Erbschaftssteuer bezahlt haben, haben sie nur 2,6% am Steueraufkommen insgesamt in den USA ausgemacht. 2,6% in der Spitze. Das heißt also, wenn man sich jetzt anschaut, für was der Staat Geld ausgegeben hat, sagen wir mal in den 50er, in den 60er Jahren, also, dass man in Infrastruktur investiert hat, dass Schulen finanziert wurden, dass es die sogenannte GI-Bill gab, mit welcher Soldaten dann kostenlos auf die Uni gehen konnten und allgemein Sozialhilfe, Sozialversicherung, da hat die Erbschaftssteuer im Grunde genommen keine Rolle gespielt oder nur eine sehr untergeordnete. Das wurde alles finanziert über die Körperschaftssteuer, über die Einkommensteuer, über Sozialversicherungsbeiträge und dann tatsächlich auch über Importzölle. Aber es geht im Grunde noch weiter. Die Behauptung von Gary Stevenson, dass die Erbschaftssteuern diesen American Dream finanziert haben, ist auch deshalb falsch, weil im Grunde genommen damit wichtige historische Fakten komplett ausgeblendet werden, die mit Steuern an sich nicht so viel zu tun haben. Von was sprechen wir hier? Also, wie gesagt, ich beziehe mich jetzt auf die USA. Ähnliches gilt in Europa, wenigstens teilweise dann übertragen. Die USA hatten nach dem Zweiten Weltkrieg eine unglaublich starke Position. Das heißt also, ihre Infrastruktur war intakt, sie waren Technologieführer, es kamen extrem viele talentierte, intelligente Menschen aus Europa
in die USA, Wissenschaftler, Ärzte, Ingenieure. Es gab weltweit eine große Nachfrage nach amerikanischen Produkten. Energie war extrem billig und es gab im Grunde genommen keine wirklichen Konkurrenten. Das hat also zu einem enormen Anstieg der Produktivität geführt und auch zu starken Lohnsteigerungen. Das Realeinkommen vieler Familien verdoppelte sich in Amerika zwischen den 1940er Jahren und den 1970er Jahren. Die Gründe dafür waren zum Beispiel starke Gewerkschaften, Mindestlöhne und ein hoher Bedarf an Arbeitskräften. Ebenso geholfen hat die sogenannte GI Bill und staatliche Unterstützung beim Bau eines Eigenheims. Mit der GI Bill konnten Soldaten bzw. Veteranen kostenlos studieren. Außerdem gab es für Soldaten, für Veteranen, die aus dem Krieg kamen, sehr günstige Darlehen, um sich dann eine Immobilie, um sich ein Haus zu kaufen. Das hat dann zu dem gigantischen Wachstum der sogenannten Suburbs, also der Vororte in den USA geführt. Der Häuserbau ist praktisch explodiert. Ganz besonders eben für Veteranen. Damals kosten Häuser nur das 2- bis 3-fache eines jährlichen Durchschnittsgehaltes. Vergleicht das mal mit heute. Auch Demografie und Kultur spielt natürlich eine große Rolle. Menschen haben geheiratet, sie haben Kinder bekommen. Oftmals haben Frauen zu Hause gearbeitet. Sie haben also keine Jobs außerhalb des Hauses gehabt. Stabilität der Familie war extrem wichtig. So, was kam sonst noch dazu? Progressive Einkommensteuer, Infrastrukturinvestitionen. Dann gab es immer noch die Auswirkung des New Deal und der Arbeitsmarktregelung während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Das alles hat eine Rolle gespielt, aber die Erbschaftssteuer war ehrlich gesagt ziemlich irrelevant. Man muss sagen, dass während dem Zweiten Weltkrieg nicht nur die Erbschaftssteuer angestiegen ist, sondern natürlich auch die Einkommensteuer. Die lag zum Teil bei 90% und da irrt sich eben Gary Stevenson, wenn er sagt, 90% Erbschaftssteuer, tatsächlich ging es um 90% Einkommensteuer. Auch diese werden manchmal für diesen Boom verantwortlich gemacht, aber tatsächlich hat natürlich kaum jemand diese 90% bezahlt, wenn überhaupt irgendjemand. Es gibt absolut keine Belege, dass es dort irgendwelche Zusammenhänge gibt. Im Gegenteil, ich würde sagen, der Boom in dieser Zeit hat eigentlich mit Steuern überhaupt nichts zu tun. Daher, aus meiner Sicht, wenn wir wieder Boomjahre erleben wollen, wie nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA und natürlich auch in Europa, werden wir das garantiert nicht erreichen, dass wir höhere Erbschaftssteuern einführen oder ansonsten Vermögen besteuern. Wichtig wären Dinge wie zum Beispiel wenig Bürokratie, günstige Energie, ein Staat, der sich tatsächlich größtenteils zurückhält, der aber den Bürgern nicht im Weg steht. Daher glaube ich, solche stark vereinfachten Modelle wie das, von dem Gary laufend redet, die bringen uns überhaupt nichts, um die aktuelle Misere, die ja tatsächlich viele spüren und die ich auch gar nicht verneine, in irgendeiner Weise zu verbessern. Natürlich steigen die Lebenshaltungskosten enorm, natürlich sind die Immobilienkosten enorm gestiegen, Aktienpreise steigen, alle Assetpreise steigen. Aber woran liegt das? Das liegt natürlich auch daran, dass der Staat immer mehr Geld gedruckt hat in den letzten Jahren. Das heißt, ein Grund meiner Meinung nach, warum das Leben heutzutage so teuer geworden ist, so teuer, dass es sich viele nicht mehr leisten können, ist natürlich, dass der Staat immer weiter Schulden gemacht hat, immer weiter Geld gedruckt hat. Deutschland war hier ehrlich gesagt noch relativ sparsam. Aber schauen wir uns Länder an, wie zum Beispiel die USA oder auch andere Länder in Europa. Und da sind im Grunde genommen die wirklichen Schuldigen zu suchen und da müsste man im Grunde genommen tatsächlich einmal ansetzen. Also die Politik zu haben, die man in Deutschland hatte, dass es eine Schuldenbremse gibt, dass der Staat keine Schulden machen kann, das ist eigentlich der beste Weg und der vielversprechendste Weg, dafür zu sorgen, dass es den Bürgern gut geht. Nicht der einzige, aber ein wichtiger Faktor dabei. Solange Politiker populistische Lösungen vorschlagen, wie die zum Beispiel die Erbschaftssteuern zu erhöhen, die gesamtwirtschaftlich im Grunde genommen kaum eine Auswirkung haben, wo es nur um Virtue Signaling geht, wo es nur um Propaganda geht, nur um Symbolismus, wenn das die Politiker sind, die wir haben, dann kann man nur sagen, Gute Nacht und man sucht am besten so schnell wie möglich das Weite. Und wenn auch du in dieser Position bist, dass du das Weite suchen willst, wenn du sagst, ich habe die Schnauze voll, ich lasse mir hier nicht mehr von unseren Politikern was vorlügen, irgendwelche Lösungen verkaufen, die keine Lösungen sind, wo es einfach nur um Populismus geht. Wenn du dein Leben selbst in die Hand nehmen willst, dein Schicksal, wenn du weißt, dass du gut verdienen kannst, wenn dir nur der Staat nicht im Weg steht, wenn du in einem steuergünstigen Land lebst, in einem Land, wo man dich als Unternehmer, als Leistungsträger nicht behindert, dann lade ich dich gerne ein, mit mir und meinen Kollegen ein Beratungsgespräch zu führen. Wir haben schon sehr vielen Mandanten geholfen, genau das zu tun, ins Ausland zu gehen, sich dort steuerlich optimiert aufzustellen, ihr Vermögen zu sichern, sich international zu diversifizieren und sich nicht mehr vom Staat wie eine Melkkuh behandeln lassen. In diesem Sinne würde ich mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.